Manche Rezepte sind mehr als nur Essen. Sie gehören zum Kindheit, Familie und Feiertagen. In Deutschland ist falscher Hase genau so ein Gericht. Ein saftiger Hackbraten mit gekochten Eiern in der Mitte, der oft zu Ostern oder am Sonntag auf den Tisch kommt. Ich komme aus Finnland und finde es total spannend, solche traditionelle Rezepte aus anderen Ländern auszuprobieren. Heute teste ich diesen deutschen Klassiker und zeige dir, wie du ihn ganz unkompliziert zu Hause nachmachen kannst. Also, los geht's! Aus ganz einfachen und wenigen Zutaten wird ein leckeres Braten. Also wir brauchen Hackfleisch, dann entweder ein Brötchen vom Vortag oder Haferflocken, Gewürze, hartgekochte Eier, 2 Eier für die Hackmasse, etwas Brühe. Bei mir darf beim Hackbraten auch was Grünes nicht fehlen, also ich gebe gerne noch Petersilie und Schnittlauch dazu. Wir starten mit der Hackmasse und ich nehme gerne Haferflocken für Saftigkeit. Du kannst aber auch ein Brötchen vom Vortag nehmen. Dann gebe ich die Haferflocken in die Schüssel und werde auch direkt würzen. Also eine Teelöffel schwarzen Pfeffer, eine Teelöffel Paprikapulver, eine Teelöffel Salz und 100 Milliliter warme Brühe. Und dann kurz vermischen. Dann kommen noch 2 Eier dazu. Und an dieser Stelle mag ich auch schon die Kräuter dazugeben, also etwas Schnittlauch und Petersilie. Dann das Ganze kurz vermischen und wir lassen die Haferflocken kurz einweichen. Und in dieser Zeit werde ich die Eier schälen und die anderen Vorbereitungen machen. So, dann brauchst du noch ein Stück Backpapier. Und darauf werde ich jetzt die Baconscheiben verteilen. Und dabei nur achten, dass die Baconscheiben so leicht übereinander liegen. Und dann machen wir mit der Hackmasse weiter. Hackfleisch dazugeben und das Ganze gut vermischen. Dieser Hackbraten heißt übrigens falscher Hase, weil früher echter Hasenbraten etwas ganz Besonderes und teuer war. Also hat man aus Hackfleisch eine günstigere Version gemacht und sie sogar so geformt, dass sie wie ein Braten aussieht. Also jetzt ist die Hackmasse fertig und wir werden sie jetzt gleichmäßig auf dem Bacon verteilen. Jetzt noch Eier mittig auf den Hackfleisch legen und so leicht in das Hackfleisch drücken und vorsichtig mit Hilfe vom Backpapier das Ganze zusammenrollen. Ich mag das so machen, dass ich die beiden Seiten quasi zusammenklappe und dann kannst du den Stück Backpapier auf die andere Seite rollen und dann das Ganze so eng wie möglich mit dem Backpapier zusammenrollen. Zum Schluss noch diese Enden hier schließen. Das geht auch ganz einfach mit Hilfe von dem Backpapier. Dann mag ich das Ganze noch in Frischhaltefolie einwickeln. Dann lege ich den Braten da drauf und nochmal ganz eng zusammenrollen. Das mache ich immer gerne und so behält der Braten besser ihre Form. Jetzt lege ich ihn ins Kühlschrank und werde die Gemüse vorbereiten. Zu meinem Braten mache ich gerne Ofengemüse und ich habe mir heute Karotten und Pastinaken genommen. Die passen einfach perfekt zu diesem Braten, aber du könntest auch andere Gemüse dazugeben. Ich mag auch Salzkartoffeln dazu servieren, aber wenn du Ofenkartoffeln magst, dann kannst du auch Kartoffeln direkt dazugeben. Und jetzt werde ich
Einfach erst alle Gemüse schälen. Während du die Gemüse vorbereitest, kannst du auch schon den Backofen auf 175 Grad Ober-Unterhitze vorheizen. Dann die Endstücke entfernen und die Gemüse etwas kleiner hacken. Und jetzt gebe ich noch etwas Olivenöl dazu. So ganz bisschen und dann noch mit Salz würzen. Und ich mag noch etwas Oregano dazu geben und kurz vermischen. Währenddessen ist auch schon mein Backofen vorgeheizt, also perfekter Zeitpunkt. Und jetzt brauche ich ein Backblech mit Backpapier und ich hole den Braten aus dem Kühlschrank. Und ich lege den Braten erst auf den Backblech. Also man könnte natürlich auch dieses Backpapier nutzen, aber ich habe es letztens nicht geschafft, den Hackbraten so schön auszurollen. Deswegen ja, ist für mich etwas praktischer mit 2 Backpapiere. So auf dem anderen Backpapier schieben. Wenn der Hackbraten dabei etwas an Form verliert, kannst du ihn noch so mit den Händen zusammendrücken und wieder ins Form bringen und dann noch die Gemüse drumherum verteilen. Die Gemüse so auf dem Backblech verteilen, dass die in einem Schicht liegen und nicht übereinander lappen. Dann kriegen die meist Röstaromen. Und jetzt den Hackbraten mit Gemüse 1 Stunde lang im Backofen garen lassen. Der Braten ist fertig und jetzt werde ich ihn aus dem Ofen holen. Und jetzt, ganz wichtig, 15 Minuten ruhen lassen, bevor du das Braten anschneidest. So verliert er keine Säfte und bleibt richtig schön saftig. Während mein Braten im Backofen war, habe ich schon Salzkartoffeln vorbereitet und etwas Petersilie dazu gegeben und jetzt ist dann schon alles bereit. Jetzt muss ich nur geduldig bleiben, die 15 Minuten abwarten und dann kann ich schon diesen richtig leckeren Braten servieren. Ich bin gespannt, ob der falsche Hase bei euch auch zum Ostern auf dem Tisch kommt und ob ihr die Geschichte schon gekannt habt, woher die Name kommt. Also schreibt mir gerne in die Kommentare. Und wenn du mehr solcher traditionelle Rezepte aus Deutschland sehen möchtest, dann sag mir Bescheid, welche ich als Finnin als nächstes ausprobieren sollte. Danke, dass du dabei warst. Tschüss und bis zum nächsten Mal.